Hallo Mixing-Freunde, hallo Audio-Engineers. Willkommen zu einer weiteren Folge Bastis Bassstunde mit dem Special Mixing the Wing. Es gibt ja schon 3 vorherige Episoden. Wir haben also schon das Pult geroutet, wir haben schon das Drumset abgemischt, wir haben Gitarre und Bass schon abgemischt und in der heutigen Episode wollen wir uns Keyboard und Gesang ansehen. Bevor wir starten, wie immer die Bitte, abonniert meinen Kanal. Hier unten ist der Subscriber-Button, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt starten wir mal mit Gesang und Keyboard. So, bevor wir jetzt mit dem Keyboard weitermachen, hören wir uns einfach mal an, was wir bis jetzt schon haben. So hört sich das Ganze bis jetzt an und als nächstes würde ich jetzt mal einfach die Keyboards dazu mischen. Wir hören die Keyboards mal ohne die anderen Instrumente an, das heißt ich mache mal hier geschwind die Gitarren aus und das Drumset, das mache ich über die Busse aus. Und jetzt hören wir uns mal die Keyboards an, wie sie so klingen. So, die Keyboards für mich an der Stelle haben sehr viel Bassanteil dabei, auch sehr viel Höhen, sind über das ganze Frequenzspektrum verteilt. Deswegen würde ich jetzt als allererstes mal hergehen und einen Low Cut setzen und den mal bis 140 Hertz schieben, jawohl. Dann, was die Komprimierung betrifft, da gefällt mir immer ganz gut auf den Keyboards der SSL Kompressor. Moment, ich bin im falschen, nö, ich bin richtig. SSL Buskompressor, hier heißt der Soul Buskompressor, den mache ich mal an und schau mal, wie der hier so arbeitet. Ja, so dass er so grob so zwischen 0 und -4 dB macht. So gefällt mir das ganz gut. Das Ratio lasse ich jetzt auch mal auf 3:1. Hier muss man nicht übermäßig komprimieren. Und dann würde ich noch hergehen und würde im Equalizer einfach hier ein bisschen die Höhen anheben, dass sich das Keyboard später diese hohen Töne ein bisschen durchsetzen. Drunter würde ich zugunsten des Gesangs ein bisschen absenken. Und bei ca. 1 Kilohertz würde ich auch noch ein bisschen mit einem schmalen Band ein bisschen pushen. Sagen wir mal hier 4 dB und die Absenkung dafür auf der anderen Seite haben wir so um die 3 dB. So, hören wir es uns mal an. Jetzt mal im Mix das Ganze. So, wir lassen das Keyboard jetzt mal so und widmen uns dem Gesang. Beim Gesang ändere ich zuerst mal die Effektkette. Das heißt, ich möchte jetzt diesen Slot, in dem ich das Gate lade, nach unten setzen, den Kompressor darüber und den Equalizer an Stelle Nummer 3. Somit kann ich jetzt hier an dem Slot, wo ich bei den Drums das Gate geladen habe, bei den Vocals einen DSer laden. Hier ist er schon, ein BDX 902 DSer. Den lasse ich jetzt noch mal aus. Und mein Lieblingskompressor für Vocals, vor allem für Rock Vocals, ist der Distressor. Hier im Wing heißt der No-Stressor. Wer mehr über den No-Stressor wissen will, dazu habe ich mal eine extra Bastis Bassstunde gedreht. Ich verlinke die euch mal hier oben, dann könnt ihr euch die noch mal anschauen. Standardmäßig würde ich jetzt diesen No-Stressor oder Distressor mit Attack 3 und Release 4 einstellen. Und einem Ratio von 6:1. Wir wollen mal hören, ich mache mal hier alles aus, bis auf die Vocals, und wir hören uns einfach mal an, ob diese Einstellung auch passt.
Denk nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein bisschen Zärtlichkeit. So, also, der arbeitet sauber. Als nächstes gehen wir in den De-Esser. Schauen wir mal, wie der sich anhört. Der ist standardmäßig hier mit 5 Kilohertz eingestellt. Allzu viel Einstellungsmöglichkeiten bietet er nicht. Jetzt gucken wir mal, was er macht und ob wir vielleicht diesen Frequenzbereich verstellen müssen. Wie irgendwo, irgendwann. Irgendwann. Im Sturz durch Zeit und Raum, erwacht aus seinem Traum. Ich würde sagen, ohne da jetzt groß was rumzustellen, das passt soweit. Die Range könnte man noch ändern, vielleicht auf, ja, bloß, dass man hier bloß 2,53 dB absenkt, die S-Laute. Mache ich deswegen, weil der Distressor oder der No-Stressor ja schon einen leichten Drive auf dem Gesang legt und der von alleine die S-Laute schon etwas reduziert. Gut, als nächstes Equalizing. Wir starten mit einem Low-Cut bei 150 Hertz, das passt hier schon. Dann würde ich hier unten ein bisschen was rausziehen, um die Gesänge ein bisschen dünner zu machen, dass sie auch nicht so in dem, also diese Raumresonanz etwas rauszuziehen. Und ich würde vielleicht hier die Aggressivität zwischen 2 und 3 Kilohertz ein bisschen absenken. Da hat die Stimme recht viel Energie. Wir hören es uns mal an. A-B-Vergleich. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Genau, wie gesagt, der No-Stressor im Prinzip ist vom Sound her eigentlich so geil, dass man am Equalizer gar nicht mehr so viel pushen oder ziehen muss. Als nächstes hätte ich gerne noch einen Hall-Effekt auf dem Gesang. Und das ist ja bei der Behringer Wing relativ einfach. Dazu gehe ich einfach in die Effects, nehme mir einen leeren Slot und lade mir einen Hall-Effekt rein. Und diesen setze ich dann als Insert, Pre- oder Post-Fader in einen Bus. Bei einem Hall-Effekt hätte ich würde ich gerne die Effektlautstärke steuern, deswegen setze ich hier den Hall-Effekt, den ich gerade angelegt habe, Pre-Fader. So, jetzt ist er hier drin. Ich beschrifte mir den jetzt schnell noch. Name Hall. Dann gehe ich hier auf In-Color, mache den gelb und gebe dem ein Logo und mache das Light hier noch an. Und dann sieht man hier, der Hall hat das Logo FX und ist mit Hall benannt. Und jetzt schicke ich in diesen Bus meinen Gesang rein. Das heißt, ich will hier meinen Channel Vocal, gehe hier unten auf die Sense. Hier ist er jetzt angelegt, der Hall. Ich muss hier gucken, dass er auf Post-Fader ist. Das ist er. Mach den on und schick den mit 0 dB in diesen Bus. Wir hören uns das mal an. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. So, wir sehen, Hall ist jetzt da. Man kann jetzt natürlich an diesem Hall-Effekt noch einstellen, wie der klingen soll und so weiter und so fort. Ich lasse den jetzt einfach mal so und wir versuchen mal den Gesang zu dem, was wir, also zur Band, dazu zu mischen. Dazu mache ich alle Mutes auf und wir starten. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand. Ich bau dir ein Schloss aus Sand. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. So. Somit sind Vocals und Keys jetzt auch zugemischt. Es gibt jetzt natürlich ganz viele Dinge, die mir persönlich an dem Mix jetzt noch nicht gefallen. Der Feinschliff, den müssten wir jetzt über Tage hinweg halt dann machen.
aber einen groben Überblick haben wir jetzt hier, was man mit der Wing alles machen kann. Beim nächsten Mal finalisieren wir das Ganze dann noch ein bisschen. Ich zeige euch noch, was man mit den Gruppen hier noch machen kann und was man auf dem Mixing-Bus dann quasi als Master noch machen kann. Und dann bedanke ich mich für heute und wir sehen uns das nächste Mal zum großen Finale von Mixing the Wing. Bastis Bassstunde, macht's gut.